Gamescom 2026. It's the biggest video game convention in the world, and IGN is here to bring you every second of it live from our Gamescom studio in Cologne, Germany. Tune in for brand new trailers and gameplay deep dives with the coolest games headed your way from Nintendo, Xbox, Square Enix, Sega, plus so much more. Day 2 of IGN's coverage of Gamescom 2026 starts right now. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück im Gamescom-Studio 2026, powered by IGN. Es ist Donnerstag und das bedeutet, die Hallen werden sich heute füllen und wir haben ein wundervolles Programm für euch vorbereitet. Heute sprechen wir zum Beispiel über die neue Erweiterung von Anno, über Lego Batmans neuen DLC und über das, was ich mich am meisten drüber freue, Control Resonant. Also bleibt am besten gleich dran. Ich gebe ab in die Hallen. Hi guys, I'm here with Joel and we're going to talk about Dune Awakening, and if you think we've had this talk before, you're actually right.
We had this talk last year. Yeah, I remember. We met on stage. But it was about the PC version, and now we're talking about the console version. We're not going to say it's going to be the greatest game in the world, but it has a ton more stuff to offer, right? It is the best version of Dune Awakening. Yeah. That I can definitely say, And without a doubt. People that were waiting for the console version, what are they getting? Oh, well, I mean, fully optimized game for consoles, right? So running on PlayStation 5, you've got performance mode, you've got quality mode. Game runs great at 60 FPS, runs really well, plays great. We've made changes to, obviously, haptic controllers is a big one. Nothing like slow blading that bastard through his shield and just feeling it as you push that button. We've done a lot with that, like vibrations, sandworms. When you're walking on the sand, you feel the sandworm coming, right? The sandworm coming. Yeah, so lots of stuff like that. And then we have a full single-player mode in the game now, which we didn't have last year on PC. So, console gamers get all of that goodness in the patch and when the game comes out on September 22nd. And I have an honest question, and I hope there will be an honest answer. There's PR people around us. Hopefully they're not listening. People have been, I've been scanning the threads on Reddit and everywhere. It's always a bad idea. Yeah, Makes you feel bad I know. Also about myself. The thing is that people were discussing the alternate timeline a lot. Yes. And I'm pretty sure that this was also on your mind because there's a cinematic universe also. But how did that change your approach to the overall game? Yeah, so I mean, well, that was kind of the key moment, right? Like we were working with Legendary, we're making a game in the Dune universe, they were building films, and we weren't sure, A, when we were going to come out in relationship to where their films were going to come out, but also how much creative freedom we could have with the story if Denis wanted to tell the story his way, right? So there was a moment, it just clicked for me, and I said, hey, what if Paul was never born? Because that creates a fantastic alternate scenario, right? Yeah. It's one of the big things, and it also makes sense in a game that, you know, if you know who's going to win, Paul Atreides, you're always going to try to do what Paul Atreides wants. So we wanted to create that open landscape. So I think that it really changed everything. It changed the way we thought about the alt universe. It allows us to tell our own super cool story that people don't know what's going to happen in, right? And I think that's really interesting. Especially these people that haven't read the books. Oh. And let me tell you, there's a lot more coming. Yeah. Yeah. How far, or let's say, how much can people actually influence the Harkonnen and Atreides conflict, or war, if you want to call it war, but the conflict, how much influence does people actually have to change the outcome? Oh, well, you don't change the outcome so much as you join a side. You become friends with, so you can meet Fade Raltha Harkonnen, or you can meet Aristae Atreides, and working with those characters, you get more insight into how those great houses work. But the idea is that the player themselves is building their own house on Arrakis as well, their own alternative, and that will come into play a lot in the future of the game as well. Another thing that people were discussing online is how does a second iteration of this game, and let's say bringing it to consoles always gives you the chance to improve things or to change things a little bit, and how does the console version change the experience for, let's say, for the better when it comes to solo gameplay or PvE gameplay? Yeah, so we've added, in the single player mode, we've tried to take the same approach we took with Conan Exiles. So we allow people to access settings. You can change whatever you want, really, how much damage the enemies do, how many resources you harvest per hit. It's basically creative mode if you want to set it up that way. So you can, if you don't have time, you're a dad gamer, you don't have a lot of time, you can change the sliders, make it easy for yourself to get a lot done in a little session, right? And that's kind of the approach. Just give people flexibility and allow them to play the game the way they want. And since PR is busy right now, I'm going to ask you a question about the future. I mean, the Dune universe is so big. There's also a TV show now that is set 1,000 years before the movies. There's this game now. There's a console launch now. And looking ahead, is there still potential for you that you want to explore? Oh yeah, so when we started on this project, I was told it's going to be a 10-year game. You're going to be working on this game for 10 years. So I've made a 10-year narrative. I have 10 years worth of plans. Now, of course, they're not fully fleshed out. They're detailed plans, but they're not very in-depth. And that means we can move things around. So, depending on what the TV show does, depending on how the third movie goes, depending on whether there's a fourth movie, depending on what happens in the future, we're pretty flexible. We're going to have this game running, we're going to have it live for a long time, and we're going to be able to keep working on the universe. And obviously I have a story I want to tell as well. Guys, Joel, thank you very much. You better play the console version.
because that's what I'm going to do now. And you will please advise me because let's say, I'm not an expert when it comes to the Juniorverse, but I definitely want to check out the console version. You guys stay tuned for more. Thank you, Joel. See you later. Thank you very much. Willkommen zurück im Gamescom Studio 2026, powered by IGN. Und ich habe auch schon die nächsten Gäste hier bei mir. Sie sind hauptberuflich Burgherren. Herzlich willkommen, lieber Till und lieber Friedrich. Hallo. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Warum seid ihr Burgherren? Vielleicht sollten wir das kurz auflösen. Also ich glaube, weil unsere Freundin Jasmin das so bei euch angegeben hat, dass wir Burgherren sind. Okay. Aber ich finde es auch ganz gut und es passt halt auch ein bisschen zu unserem Spiel Wanderburg. Und ja, jetzt sind wir Burgherren. Passt, ja, jetzt steht's hier drin, ja. Jetzt steht's hier drin, jetzt ist es offiziell. Ja. Könnt ihr nicht mehr Auch einen abstreiten. Anspruch auf eine Burg. Genau. Das wäre schön. Genug haben wir ja in Deutschland. Also Ja. eine könnt ihr euch definitiv aussuchen. Ja, hier schon, ja. Wanderburg ist das Spiel, ihr habt es ganz kurz schon gesagt. Es ist erst der zweite Gamescom-Tag und man hört schon durch die Hallen, dass es ein kleiner Geheimtipp ist. Worum geht's denn in eurem Spiel? Ja, in Wanderburg ist man eine Burg auf Rädern oder Beinen. Man wandert mit der Burg durch die Gegend und isst alles auf, kämpft gegen Feinde, wird immer größer, Burg wächst. Genau. Ja, und man kann sich dann auch zum Beispiel einen Kapitän auswählen, der oben dann das ganze Ding lenkt. Oder eine kleine Mannschaft und die halt freispielen und unterschiedliche Burgen freispielen, unterschiedliche Biome und so weiter und durch die Welt reisen, ja. Und gibt es auch eine richtige Story? Also ist es eine linear erzählte Geschichte oder ist es einfach nur just for fun? Es ist just for fun, also ich glaube schon, dass die Spielwelt an sich eine Story erzählt, einfach nur durch die Atmosphäre und man taucht da ein und erlebt man erlebt eine Menge, man sieht so fahrende Häuser, die wegfahren, fahrende Mühlen, also die Welt ist super lebendig. Ja, wir deuten es immer an, aber so Storytelling sind wir nicht so die Experten, aber wir deuten es in den Designs halt immer an und wir versuchen die auch so ein bisschen humorvoll zu halten und so ein bisschen süß. Aber genau, jetzt eine richtige Story gibt's nicht, Aber man kann so sagen, es ist ein bisschen den Leitspruch, den wir dann da eingearbeitet haben, heißt, es gibt nur eine Burg, das ist die Wanderburg, das kommt immer wieder auf, sodass man so als Identifikation, das ist dauernd so ein Spruch, den wir bringen. Und es gibt halt viele Bossgegner, die dann immer noch größer werden und noch cooler und ja. Es gibt halt so eine Power-Fantasy, dass man immer größer wird. Also die Kamera zoomt im Spiel auch immer weiter raus. Genau. Und irgendwann ist man halt die mächtigste Burg und muss gegen die allergrößten Burgen kämpfen. Und dann, das ist halt so die Power-Fantasy. Und man fängt halt winzig klein an mit so einer Holzburg und die wird dann immer krasser. Genau. Und wir sehen hier auch ganz viele verschiedene Dinge schon im Menü. Was kann man denn da so später dazu gewinnen, sozusagen? Also wenn man ja als kleine Burg anfängt, dann muss man ja auch irgendwie quasi aufstocken im Laufe des Spiels. Da zum Beispiel kann man, wenn man ein bisschen spielt und Zeit investiert, kann man auch mal einen Zauberer oder Magier frei spielen, der dann wie so ein Piratenmast wird dann an deine Burg angebaut und der sitzt dann oben drauf und kann Blitzschläge schleudern oder was auch immer. Es gibt halt immer eine Menge Sachen, die man da dazu... Ja, wir haben so eine klassische Roguelike-Progression, also du spielst halt immer einen Run und dann, genau, das sind halt so die Menüs, wo man dann halt immer einzelne Upgrades auswählt. Aber du spielst halt immer einen Run und dann, je nachdem, wie gut du bist, kriegst du dann sozusagen Währung und Fortschritt und kannst dir halt neue Sachen anlocken und wir haben auch Missionen, dass man halt bestimmte Sachen machen muss, irgendwie so 50 von diesen fahrenden Mühlen umhauen oder halt Schafe aufessen oder sowas. Und dann gibt es halt neue Burgen, die man freischalten kann. Also die erste hat halt einfach nur Räder, aber wir haben auch eine mit Beinen und wir haben eine mit so, die hat jetzt so Panzerketten, ja genau, ja. Spinnenbeine, Ja, ist ein bisschen gruselig gewesen zwischendurch mit den Spinnenbeinen, aber genau, und dann gibt es halt neue Kapitäne, neue Module, also diese Module packt man dann auf seine Burg rauf und die wachsen dann natürlich auch mit und werden immer krasser und mehr Effekte. Genau, und das schaltet man dann alles frei. Und natürlich neue Biome, also man fängt hier in diesem Grasland an und dann gibt es noch eine Wüste und ein Dark Forest, genau. Beeinflusst das auch irgendwie das Gameplay, je nachdem, wo ihr seid, quasi? Genau, ja. Also das ist zum Beispiel in der Wüste gibt es dann mal irgendwie einen Sturm, der aufzieht und dann kann man nicht so gut sehen. Oder in dem Dark Forest gibt es so Sumpfgebiete, die
verhindern, dann kann man nicht durch den Sumpf fahren oder muss rumfahren. Das ist dann auch vom Leveldesign anders und so weiter. Ja, und weil wir richtig schlau sind, haben wir auch für jedes Biom neue Gegner gemacht, damit es so richtig unaufwendig ist, weil es noch nicht gereicht hat. Ja, also genau, jedes Biom hat auch so seine eigenen Bosse und hier in der Wüste, also was wir jetzt gerade hier sehen, ist halt... Das ist der Knüppelkönig. Okay, ja, ich kann verstehen, Leute. Warum er so heißt. Ja, das sind einfache Leute, das ist alles sehr geradlinig. Aber hier sind dann so Gegner mit Beinen zum Beispiel, die dann so galoppieren. Und das ist dann so das Thema. Also jedes Biom hat so auch sein eigenes Thema. Genau. Nicht nur von der Ressourcenverteilung auf der Map, sondern halt auch, was für Gegner da auftreten. Das sieht auf jeden Fall ziemlich spaßig auf. Wie seid ihr denn darauf gekommen, einfach eine fahrende Burg als Spielkonzept zu nehmen? Ja, ich glaube, es sind ganz viele Sachen, die da zusammenkommen. Also wir hatten wie eine Prototypenphase, da hatten wir echt einige Monate, wo wir ganz viele Richtungen ausprobiert haben. Ich glaube auch immer, dass so ein bisschen Till ist immer so ein Fahrzeugliebhaber und ich bin so ein absoluter Burgliebhaber. Also ich glaube, er hat mit 4 Jahren Fahrzeuge gemalt und ich habe mit 4 Jahren Bogen gemalt und irgendwie passt das ja extrem gut. Ja. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Referenzen. Also ich glaube auch ein laufendes Shelter ist allgemein, kommt glaube ich ganz gut an. Da gibt es auch Spiele wie Reka, wo du ein laufendes Haus hast und so weiter. Ja. Und ich glaube, es ist einfach... also House, Moving Castle, also hier das Studio Ghibli-Film oder die Leute sagen uns immer Mortal Engines, aber wir, genau, das war jetzt nicht eine direkte Referenz, aber es passt dann sehr gut. Also da gibt es dann auch diese da ist mal eine Kröte. Ich weiß nicht, ob das oh mein Gott, Kröte geworden auf einmal. Ja. Ja, man fängt als Spinne an und irgendwann wird es eine Kröte, je größer man wird. Das ist ein bisschen behäbiger. Ja, genau. Ja, aber wir sind ja zu dritt und Johannes, unser drittes Teammate, ist auch totaler Burgen-Fan. Und wir fanden halt so diesen Survivors Game Loop eigentlich ziemlich nice, aber wollten dem Ganzen noch so ein bisschen einen Twist geben, damit es nicht noch mal mehr vom Gleichen ist sozusagen. Und dann haben wir das mit den Fahrzeugen eingebaut. Und wir haben ja nicht nur so Vehicle Controls, wir haben halt auch so aktive Fähigkeiten drin und das macht dann nochmal so einen kleinen Twist. So, genau, also es ist nicht so diese klassischen Auto-Attacks, sondern es gibt auch wirklich Fähigkeiten, die man dann auch mit den Modulen, je Modul hat man andere Fähigkeiten, die man nutzen kann und auch aktivieren muss. Macht sich auch auf Controller sehr gut. Ja. Und genau, ja. Wie würdet ihr einschätzen, ist so der Schwierigkeitsgrad? Also sagen wir mal, ich bin ganz okay in Roguelikes. Ja. Wie weit würde ich kommen? Beziehungsweise dauert es lange, bis ganz zum Ende zu kommen und ist es schwierig? Also wir haben das erste Biom versuchen wir immer leicht zu halten. Es fällt uns echt nicht schwer, weil wenn man als Entwickler ein Spiel mal wieder und wieder spielt, dann hat man ja so, nee, das muss noch härter und noch härter. Aber das erste Biom sollte eigentlich für die allermeisten machbar sein und da wird auch schon sehr viel gezeigt. Aber es gibt dann auch von dem Biom da noch eine schwierigere Stufe und nochmal eine schwierige Stufe. Also ich glaube, jeder wird da auf seine Kosten kommen. Aber es ist auch für halt von Casual-Leute, die mal so ein bisschen im Zug zocken wollen. Cool. Vielleicht sogar auf dem Steam Deck. Ja, genau. Und dann auch für die Leute, die dann ein bisschen hardcore-mäßig lange dabei sind, für die ist auch eine Menge da. Ich glaube, für beide. Ja, wir testen gerade halt auch viel mit der Community und kriegen da die ganze Zeit Feedback, um alles zu balancen, weil wir können nicht immer jeden Bild komplett ausprobieren. Ja. Aber wenn du das ein bisschen spielst, dann solltest du schon einige Stages hinbekommen. Das sollte schon gehen. Aber jetzt natürlich auch müssen halt immer gucken, dass wir alle mitnehmen mit dem Balancing. Klar, und dann aber auch ganz zum Schluss. Also wir haben dann auch so crazy Leute, die dann halt irgendwie 60 Stunden übers Wochenende spielen und dann die finden dann alle Exploits und da sind wir gerade dran, das dann halt auch ein bisschen zu begrenzen zumindest. Aber man soll das Spiel auch so ein bisschen breaken können. Das ist ja auch mal so der Spaß bei dem Genre, dass man dann, wenn man die krasse Kombo findet aus irgendwelchen Artefakten und Captains und halt das alles gut kombiniert, dass es dann auch mal so richtig eskaliert halt. Das muss auch drin sein. Vielleicht auch ein guter Speedrun-Kandidat an der Stelle. Ja, ich bin schon gespannt. Fände ich interessant, wie schnell es geht, bis jemand das Ding durchhaut in irgendwie 2 Minuten oder so. Dafür haben wir auch extra, also das wäre dann für die Leute, die sehr lange spielen, dann kann man irgendwann, das nennt sich die Time Witch. Und wenn man die freigespielt hat, was ein bisschen dauert, dann läuft das ganze Spiel doppelt so schnell ab. Ach was. Ja, und dann hast du... Also das ist total dem das zu langweilig ist, in normaler Geschwindigkeit.
okay, wer so an TikToks gewöhnt ist, für die Leute haben wir auch was da. aber genau, da muss man ein bisschen hinarbeiten. Ja, aber an sich versucht man so lange wie möglich zu überleben. Also dann ist halt so in so eine, nach den letzten Boss noch in so eine Overtime zu kommen und da so lange wie möglich auszuhalten. Und dann werfen wir mal schwierigere Gegner, schnellere Gegner auf die Leute. Aber ja, die finden immer noch einen Weg, einige weniger. Aber genau, dass man dann halt so lange wie möglich überlebt und dann richtig viel auch mit rausnimmt aus dem Run. Und da wir ja hier alle auf der Gamescom sind, habt ihr bestimmt euer Spiel auch mitgebracht. Wo kann man euch finden? Genau, wir sind in Halle 10 beim Sidekick-Stand, genau. Also okay. wenn man reinkommt, rechts, kann man eigentlich nicht verfehlen. Und da kann man das anzocken, ja. Cool. Home of Indies. Home of Indies, ja. Home of Indies, sehr, sehr gut. Also für alle, die noch zu Gamescom kommen, spielt Wanderburg. Ich habe gehört, es soll ganz toll sein. Ja, alle sagen das. Alle sagen das, ganz genau. Von den Entwicklern, genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ich finde, also ich bin so ein kleines Roguelike-Opfer auch, deswegen werde ich das wahrscheinlich ausprobieren. Und ja, ich freue mich, dass ihr auch ein bisschen B-Roll mitgebracht habt, dass wir uns das alles mal in Ruhe hier angucken konnten. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Messe. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. So, Leute, das war's erstmal wieder hier aus dem Studio und wir gucken mal, was die anderen Mäuse da draußen so treiben. Bis später. Hi everyone, we're here at Lego and I can tell you, like, Lego Batman itself is already fantastic, but now we're talking about the Mayhem collection. First time ever that we're gonna play, or that we have the ability to play with two antagonists. So I thought interviewing two devs is easier than basically talking to one dev. So we have Chris and Tim here. Welcome to Gamescom. Thank you very much. Thanks for having us. We're not villains, I promise. Yeah. So my first question is basically, we're playing as Harley and Joker. Why the swap from the hero to the antagonists? Well, the base game of Legacy of the Dark Knight, that tells the story of Batman and the Bat family, and that focuses just on that kind of side of the Batman comics. So when we're looking at wanting to make the definitive Batman game, we know that players are also going to eventually want to play as the villains as well. So we were like, well, if we're telling the main story of the Bat family in the base game, then the expansion and this collection that we're launching is a fantastic opportunity for us to play as the bad guys instead now. And if we're going to do that, it has to feel villainous. We didn't want to just shove the villains into the main game mode. We wanted to give it its own flavor and get that villainy across. Yeah, give it its own identity. How hard is it for you guys to stay serious when you say, okay, this is a Lego Batman game? It's not, let's say, the Dark Knight from Chris Nolan. It's not very gritty. It's still fun to play. It still needs to be funny also. And you have these two characters right here. Like, how hard is it to make this work in terms of, okay, there's a serious aspect, but we still want to make it funny, and they are still antagonists on the other side? Yeah, definitely. I think really the base game has a more serious Joker to it. In this, because you're taking control of it, we've got a slightly different taste to it. But I mean, Lego itself lends itself to that sort of mischievous mayhem, smashing things, breaking stuff, stealing stuff. It all works within that Lego formula, and the humor of the Joker it's so perfect for it. I mean, the animated series was a huge inspiration on it. The game starts with a 4x3 cutscene of Arkham Asylum. It's just it gels really well with that flavor. Yeah, and I think as well, you know, because of the games that we make, because of the Lego brand, even when we have to address something like being villainous, it's always mischievous. Yeah. It's never mean. It's always slapstick humor. Because Joker and Harley are having a great fun time, and you're now playing as these characters. So we always look at it from a point of view of what is fun, funny, and cool. Like, what is silly. So even though sometimes, you know, the themes we approach might be, you know, fairly dark, we always look at it through the lens of what we make in terms of our Lego games from TT Games. And we often find that it is quite easy for us to turn something very silly and slapstick straight away. When it comes to gameplay, I already saw that you can also play this in co-op mode. And what kind of liberties did you take, or what kind of liberties did it give you to expand the gameplay beyond the core game or other games that you already made?
So we've got a lot of instances where you can work on things together. So there's heists in certain stores that might require a little bit Harley, a little bit Joker to work together. But on top of that, it's just great to go out on your own and just rack up as much of a score as possible, keep that multiplier going, earn studs, earn time, and just really, I think that for us, the co-op side, because of this game mode that you'll get, which is, if you get the deluxe edition, you get the mayhem mode that comes with it and the story mission. The story mission, people who play story missions, they tend to know how the co-op plays in that. But with this game mode, because it's a time-limited mode where you're trying to cause mayhem in the city and you're trying to do these large villainous builds that leave a permanent mark on the city. So, Batman has bat signals. Well, Joker and Harley, they get to build their own signals and paint the sky with their signals. So, because the player is repeatedly playing this timed game mode, when you're playing in co-op, it becomes quite a different thing to play, because if you're playing single player, you've got your objectives, you're trying to keep the timer going, you're trying to do these big builds. But when you're playing in co-op, you can take different roles. Like, we could play together and we could be a team sticking together, like doing the same thing together. Or we can say, okay, I'm going to go off and try and farm some studs, get our timer up. I'm going to do some of the bonus objectives while you go and focus on the main objectives themselves. And we often find that players love playing our games in co-op because it just becomes much more of a social experience because of it being two-player local. At the heart of it, it's all just about Joker and Harley as a team. You want to stamp down that Joker and Harley, the team, have taken over Gotham North. So, I mean, there's no other, let's say, villain's team or antagonist team that is so iconic like Joker and Harley, yeah. Joker and Harley, right? I mean, there were so many failed movie adaptations, and now we finally have an adaptation, but in the video game universe that actually works. Let's look into the future, and let's be very vague. But there's such a variety of antagonists in the Batman universe. Is there any villain that you can think of that would make sense when it comes to, let's say, mayhem? Right now, there's nothing we can really talk about. We're just here to sort of focus on Joker and Harley. They're the definitive Lego Batman tag team. Yeah. But that's not to say we haven't added extra villains in there. Because in the mode itself, Joker and Harley, through their story mission, they've orchestrated this breakout from Arkham Asylum. There are other inmates that have escaped as well. And obviously the city's going to react to that. Well, who's going to show up? Amanda Waller's going to show up with Argus. And obviously if Waller's there, you know who's coming along, Task Force X. So we actually have 12 members of Task Force X that appeared during the Mayhem mode, and when you play it, a random 4 of them will spawn, and they will try and stop you, and they will hunt you down while you're trying to cause chaos in the city. And each time, it's a different set of 4. The game randomly chooses them. So while there are different characters where you've got, King Shark, Polka Dot Man, Deadshot, all of these characters have different abilities and different attacks. And every time that group of 4 spawns, it's a different group from the 12 that are available. Depending on how much time you've got, you might want to run away, you might want to take them on and try and earn chaos mode. So because we wanted to, obviously, I know Task Force X, are they villains? Are they not? You have this kind of grey line between them. But we wanted to have them represented because, to Joker and Harley Quinn, really the only way the city is going to be able to react is with Argus. Exactly, when it comes to Arkham. There's not just these two, right? Yeah. So you've got Amanda Waller and Task Force X and Argus trying to stop you on these runs. Meanwhile, in the background, you've got a timer, which is the time until the Cape Crusader is going to turn up and try and stop you. And that's what ends your run. Yeah, you're always on borrowed time. Yeah. There's only one thing left to say, guys, which is, do we have a release date? I think we do. Yes. We do. 18th of September, and it isn't just the Mayhem collection. We've got the Switch 2 release at that time. We've also got a free update for everyone who owns the game, whether it's on any system and whether or not you own the deluxe edition. So this will have a new difficulty setting, absolute mode, where you'll only have 1 life before you reset. And on top of that, we've also tried to make the combat itself more difficult by removing things like your dodge and your counter prompts. So you're going to have to pay a lot more attention to enemies. You'd be ready to dodge at any moment.
I think it works really well with the new game mode, but it's also there for any players who wanted a bit more difficulty out of that base game. We listened to our fans because when the game came out, we had a lot of comments on social media where people were playing on Dark Knight difficulty, the hardest difficulty, and they wanted It's not enough, and it's not they enough. wanted it to be It's not harder. enough, yes. And we saw that, and while we were working on the expansion, we were like, we need to see if we could fit in extra. And we were like, well, the name Absolute Batman, we were like, absolute difficulty. And it give it really means that, permadeath, like, yes. yeah. Why not for a Not Lego quite game? permadeath, but yeah. So yeah, September the 18th will be the Switch 2 version of the game, the deluxe edition content, which gets you the story mode and the mayhem mode. Sinister Pack comes with the deluxe edition, so that's 7 villain-themed outfits for the main characters in the main game. There's a Joker-mobile vehicle for it, new items for your Batcave customization, and also for absolutely everybody, regardless of if you've got the base game or DLC, a free update which adds absolute difficulty. So, Sounds like people will be very, very busy. Yeah. Right? Thank you guys. No It was worries. a pleasure. Thank you so much. Anne, du hast die Mayhem Collection gespielt. Ja. Und wie war's? Also ich habe ja gedacht, ne, das ist eher so ein Kinderspiel, weil halt Lego, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich für jeden was, der einfach mal so richtig abschalten will und random Dinge zerstören. Random Dinge zerstören, da kommen wir ja genau zum Punkt. Das entspricht ja so deinem Lebensmotto. Total, ja. Und jetzt sind es ja aber hier 2 Villains, die man entweder im Koop spielen kann, man kann sie einzeln spielen. Für was hast du dich entschieden? Ich habe einzeln gespielt mit Harley Quinn. Natürlich. Und du hast eine lustige Glue-Kanone, mit der du Feinde eingluen kannst. Und dann hast du noch den geilen, riesigen Hammer, mit dem du alles zertrümmern kannst. Und eigentlich schlägst du einfach nur auf alles ein. Und es ist total entspannt. Du musst halt dementsprechend viele Punkte sammeln. Es gibt auch einen Counter. Nach einer bestimmten Zeit kommen auch dann irgendwelche Helden und versuchen dich aufzuhalten. Ganz am Ende kamen, glaube ich, Batman und Robin sogar vorbei. Und die musst du dann halt verprügeln. Alles innerhalb so einem bestimmten Zeitrahmen. Wie fandest du denn, wir sprechen ja, wir sagen immer bei Lego, da ist ja immer so doch noch ein gewisser Charme, Humor ist ja drin, das ist ja alles nicht so düster voll. und dunkel. Ich sage immer, das ist jetzt kein Chris Nolan Batman-Film, sondern es ist eher so das Gegenteil. Der Slapstick spielt eine riesengroße Rolle. Als ich den ersten Lego-Film im Kino damals gesehen habe, das weiß ich noch, habe ich mich teilweise dabei ertappt, dass ich mich geschämt habe, weil ich als Erwachsener die Jokes natürlich ganz anders wahrnehme als im Kino, beziehungsweise als die Kids. Und hier in den Spielen ist es ja genauso. Wie war das aber jetzt hier, wenn wir jetzt hier Joker und Harley, das ist ja dann doch immer was anderes. Ja, doch, die sind auch schon lustig drauf. Ja? Ich habe jetzt nicht so viel mitgekriegt, weil es natürlich auch sehr laut ist hier drumherum. Aber die reißen schon auch ihre Sprüche. Also es integriert sich sehr gut in das schon vorhandene Batman-Spiel. Das kann man auf jeden Fall sagen. Geil, ich hab Bock. Und sie haben ja auch gesagt, da kommt so viel Content, gratis Update, Deluxe Edition lohnt sich, mit so vielen Modi. Und dann sind es ja auch nicht nur die 2 Bösewichte, weil Arkham und so weiter, da wissen wir, da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Ja. Und der Mayhem-Mode und so weiter. Also ich finde es geil. Ich finde es wirklich schön. Ich finde es auch total schön. Ich finde, das hat wirklich was so auf die Couch setzen, einen Kumpel schnappen und dann einfach zusammen ein bisschen entspannen. Bei Crash Bandicoot war das Coolste eigentlich auch immer Kisten zerstören. Kaputt machen, ja. Einfach exakt. zerstören oder zerquetschen. Ja, eben. Passt. Und das ist halt das komplette Spielprinzip von diesem DLC und ich feiere das sehr. Anne, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Oh, das ist so süß von dir. Und ich glaube, am glücklichsten bist du, wenn der DLC am 18. September, also schon sehr bald rauskommt. Sehr, sehr bald, geil, ja, geil. auf jeden Fall. Zurück zu euch. Ich bin gekommen, um euch ins alte Rom mitzunehmen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf diese kleine Reise, denn bei mir ist heute der gute Manuel. Hallo Manuel. Hallo, hallo. Du kümmerst dich um Anno Pax Romana. Genau so ist es, ja. Schön, dass du da bist. Bevor ich dich jetzt zum neuen DLC ausquetsche, würde ich dann doch ganz gerne wissen, ihr habt Anno released vor einem Jahr ungefähr, kann das sein? Letzten Jahr im November kam es raus, Ja, genau. okay. Wie läuft es denn so bisher? Wie ist so das Feedback? Und ganz gut, wir freuen uns. Wir sehen immer mehr Spieler kommen zum Spiel. Es verkauft sich sehr gut, was toll ist. Und wir sehen auch, wie viel Spaß die Leute haben. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir Stück für Stück das Spiel weiter ausbauen. Gerade letzte Woche haben wir zum Beispiel das Hippodrom released. Da konnte man ein Riesenmonument bauen und Pferderennen abhalten. Und ja, so sind wir jetzt Stück für Stück das Spiel weiter am Formen, zusammen mit der Community auch. Okay, und dann habt ihr jetzt natürlich einen neuen DLC noch in Planung, das Erwachen des Deltas. Genau, so ist es.
Ist das ein großes Package oder ist das auch wieder so, wie es beim Hippodrom zum Beispiel war, ein Monument, das halt einen neuen Aspekt mit reinbringt? Ja, und das kann man so eigentlich gar nicht vergleichen. Der neue DLC wird wirklich riesengroß sein. Das ist die größte Erweiterung für dieses Jahr und wird wirklich auch maßgeblich das Spiel dann prägen oder verändern, weil es einfach so viel Content gibt und neue Warenketten, neue Bevölkerungsstufen, eine neue Provinz, in der ihr spielen könnt. Also ein richtig großes Paket. Okay, können wir da vielleicht ein bisschen genauer eingehen? Ich würde am liebsten eigentlich gerne mit der Provinz anfangen. Was hat es damit auf sich? Genau, also die Reise geht jetzt dann in den Südosten des Empires und dort gibt es eine neue Provinz, die nennen wir Ägyptus. Die ist inspiriert von Ägypten und das heißt viel Sand, viel Sonne und es gibt einen Fluss, der sowohl das Land geprägt hat, als auch die Menschen dort. Okay, heißt dieser Fluss zufällig Nilus? Das könnt ihr dann später im Spiel rauskriegen, genau. Ah, okay. Und welche neue Möglichkeiten wird es dann in Ägyptus geben? Auch dort wird man wieder Menschen kennenlernen, die dort sind. Und man wird als römischer Statthalter wieder die Option haben, ob man deren Traditionen pflegt und weiterhegt oder ob man den römischen Weg einschlägt. Und es hat dann eine Entwicklung nicht nur auf die Bevölkerung oder wie die aussehen, sondern auch auf deren Bedürfnisse, was sie gerne haben wollen und auf den Look der Gebäude, der ganzen Welt. Und natürlich werden auch ein paar, die NPCs darauf reagieren, je nachdem, welche Entscheidung man dort fällt. Und was gibt es sonst für neue Features? Du meintest ja, es ist ein relativ großes Paket, das größte, was ihr bis jetzt released. Was gibt es sonst Neues zu tun? Zum einen ist es ganz besonders der Fluss. Wenn man an Ägypten denkt, dann denkt man auch an Überflutungen, Überschwemmungen. Das ist ein Feature, das wir einbauen werden. Sondern es wird ein Schwemmland geben, mit dem man dann auch spielen muss. Das Segen und Fluch gleichzeitig. Auf der einen Seite ein Fluch oder führt es zu Problemen wie Moskitos oder auch Krankheiten. Ja, da sehen wir gerade. Genau, auch Krankheiten, die da entstehen können. Auch die Produktion geht natürlich in der Flutphase dort runter, aber andererseits auch werden viele Mineralien dann angeschwemmt und der ganze Landabschnitt ist auch extrem fruchtbar. Und als Statthalter kann man mit dem spielen und das dann damit einbauen und wirklich eine tolle Wirtschaft haben und das Reich dann weiterhin zu unterstützen. Und da sieht man das ja ganz schön. Ich bin ja großer Fan von Tieren in Spielen. Ja. Hier sieht man auch ein paar Krokodile, die sich dann natürlich breit machen. Hinten haben wir auch Hippos, wenn du genau, das wollte ich genau gerade sagen. Die Hippos sind natürlich auch sehr wichtig, wenn man an Ägypten denkt. Was kann man mit denen machen? Also ist es zum Beispiel gefährlich, in der Nähe von einem Krokodil anzusiedeln? Nee, die sind mehr so ein kleiner Gimmick. Okay. Anno lebt ja davon, dass man reinzoomen kann, den Aquarium-Effekt, das ein bisschen genießen kann. Und uns ist auch immer ganz wichtig, selbst so eine nicht bebaute Welt soll sich lebendig anfühlen. Drum legen wir da großen Wert darauf. Und was gibt es noch zu entdecken, abseits von dem Fluss, der natürlich sehr wichtig ist für die Landschaft? Es gibt ja ganz viel. Es gibt ganz viel Wüste auch drumherum. Und die Einwohner Ägyptens, die haben immer schon Wege gefunden, mit ihm umzugehen. Und auch das wird man als Spieler dann machen können. Zum einen wird es eine Möglichkeit geben, Bewässerungsgräben anzulegen. Oder es wird auch eine sehr besondere Technologie geben, wenn man den römischen Weg einschlägt. Wir bringen nämlich die Norias zurück in Anno. Ah, okay. Kannst du ein bisschen genauer erklären? Ich bin leider ein Anno-Noob, muss ich leider zugeben. Ja. Deswegen für mich einfach. Genau. Ich weiß, die Leute da draußen wissen das, aber für mich. Also die Norias sind riesengroße Wasserräder. Wir sehen jetzt hier eines, das kann man am Flussrand bauen. Und die Römer, die waren ja bekannt dafür, auch große Bauwerke zu erzeugen. Und deshalb auch hier kann man die mit dem Aquäduktsystem kombinieren. Und das ist eine Möglichkeit für dich als Spieler, dann eben dieses trockene Land auch fruchtbar zu machen. Wir sehen gleich jetzt hier, wie das Aquädukt, das Wasser wirklich tief ins Hinterland führt, in die trockene Zone da, in die wüstenartig ist. Und wenn man dann Zisternen an die Aquädukte dran baut, kann man hier die Landschaft wirklich umformen und fruchtbar machen. Genau. Ja, clever. Und ich stelle mir natürlich vor, dass es in der Geschichte auch tatsächlich so abgelaufen ist. Und das, was ich an Ubisoft-Spielen ja immer so liebe, ist diese Akkuratität, die dabei ist. Also dass Dinge halt wirklich so krass recherchiert werden, dass es sehr, sehr glaubhaft einfach rüberkommt. Wie ist das bei Anno? Wie muss man sich das vorstellen? Reist ihr dann auch in die jeweiligen Länder, um das wirklich auch mal vor Ort alles zu untersuchen? Oh, das wäre schön. Also ich würde mich gerne bereit klären, aber du hast schon recht. Also wir machen schon immer einen sehr genauen Research. Anno ist niemals historisch akkurat. Aber wir schauen immer, finden wir gute Geschichten, die wir einbauen können ins Spiel, was passt zu unseren Mechaniken, zu unserem Typspiel und versuchen eine glaubhafte Welt zu erschaffen, die schon auf der Realität fußt, aber nie ganz akkurat ist.
Gibt es denn noch etwas, was du mitgebracht hast, was du uns unbedingt zeigen möchtest für den neuen DLC? Ich weiß nicht, wir haben auch einen Screenshot dabei oder mitgebracht von einer großen Stadt, wo man schon ein bisschen weiter blicken kann. Okay. Was wir hier bei der Gamescom machen, ist nämlich, wir haben bisher nur, wir sprechen nur über den Anfang, wir kratzen, ja genau, wir sind gerade am Beginn von der ganzen Sache, aber hier seht ihr schon mal, wie so eine weiter ausgebaute Stadt aussehen kann. Ihr kennt auch hier die verschiedenen Architekturstile, ägyptischen Bauwerke, aber auch römisch inspirierte Bauwerke. Wir sehen auch hier ein paar der neuen öffentlichen Gebäude, diese großen Bauten, die du siehst, auch Ornamente und das Ganze natürlich auch hier eingebettet in die wunderschöne neue Provinz, die wir da mitgebracht haben. Das sieht auf jeden Fall richtig spannend aus und ich glaube auch, dass die Leute, die gerne Anno spielen, sich auch riesig darüber freuen werden, auf diese neue Region. Ich denke auch und uns war auch ganz wichtig, dass diese neue Region ja sich auch gut ins Spiel einfügt. Das heißt, im Herbst werden wir dann 3 Provinzen haben, Latium, Albion und Ägyptus und jede dieser Provinz fungiert als Startprovinz auch und du kannst natürlich dann entscheiden, webst du die Sachen zusammen, wie kombinierst du sie, spielst du mit Albion und Ägyptus zum Beispiel ein Spiel. Und natürlich auch gibt es ganz viele Warenketten, die man teilen kann zwischen den Provinzen. Okay, dann habe ich noch eine kleine Frage außerhalb der Reihe. Ich bin ja so alt, um den Original Sky Dumont Anno-Spot zu kennen. Anno Mann, oh Mann, oder? Ja, genau. Ja. Wie wär's mit einem Cameo? Habt ihr ihn mal angefragt? Möchte er noch mal zurückkommen? Nee, aber ich nehme es als Hausaufgabe mal mit und dann schauen wir mal. Ich würde mich so freuen. Ich meine, Filme dreht er nicht mehr, das hat er ja schon bekannt gegeben, aber vielleicht hat er Lust, noch mal so einen kleinen Aufsager für euch zu machen. Ich würde es feiern. Wir werden es versuchen. Definitiv. Und habt ihr das Ganze auch auf die Messe mitgebracht? Wo kann man euch finden? Wir sind auf der Messe in der Business Area, dort sprechen wir auch zur Presse und da wird es in den nächsten Tagen sicherlich den einen oder anderen Artikel noch geben. Und ansonsten hat die Ubisoft auch eine Community Launch und auch dort gibt es Aktivitäten rund um Anno, also schaut mal vorbei und ja. Und ich habe gesehen, an eurem Riesenstand in der Halle kann man dann durchaus auch das Hippodrom mal antesten. Genau, das haben wir auch mit dabei und auch so ein paar schöne Artworks, die darauf hinweisen. Genau, schaut es euch an. Sehr schön, das freut mich. Danke, dass du hier warst. Das war sehr interessant. Ich bin ja, wie gesagt, leider nicht so tief in diesem Thema drin. Aber es sieht doch für mich schon alles sehr, sehr gut aus und ich denke, es wird auch gut ankommen. Wann erscheint der DLC genau, ist die letzte Frage. Der kommt im November dieses Jahres. Oh ja, okay. Da hast du wenigstens ein bisschen Platz, denn gefühlt alle anderen Spiele erscheinen im September. Gar nicht so schlecht gewählt, möchte ich mal. Genau, und wir schauen. Auch in den nächsten Wochen, Monaten wird es noch mehr Informationen natürlich geben und wir freuen uns riesig, denken auch, dass es richtig gut ankommen wird. Es ist wunderschön und es gibt viel zu entdecken. Schön, das waren doch schöne Schlussworte an dieser Stelle. Danke, dass du uns besucht hast. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und noch viel Spaß auf der Gamescom. Dankeschön. So, das war's hier von uns und Anno und ich gebe weiter ins Feld. Viel Spaß. Nordamerika liegt in Asche, Ruinen, wie ihr sie im Grunde genommen schon mehrfach gesehen habt in Mad Max. Der Vergleich ist auch gewollt. Wir sind hier bei Afterworld und ich nehme mal meinen Platz ein. Und tatsächlich, wir sprechen, man kann es nicht direkt erklären, wir sprechen hier von einem Strategiespiel. Und tatsächlich, ich bin hier ein bisschen abgelenkt, weil das sind auch die Protagonisten und deswegen auch der Vergleich ein bisschen zu Mad Max. Mit Crusader Kings 4 hat es nicht so viel zu tun, oder 3, sorry. Crusader Kings 3 hat es nicht so viel zu tun, aber Paradox hat das Spiel gemacht und ich konnte es mir gerade ein bisschen angucken und es ist tatsächlich als Strategiespiel was ganz anderes als Mad Max. Also den Vergleich könnt ihr ein bisschen vergessen, es macht aber sehr viel Spaß, weil die Apokalypse in Nordamerika ist jetzt, ich sag mal so, wer sich so ein bisschen für Politik aktuell hat, ist nicht so weit weg, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch ein bisschen reinspielen. Schaut auf jeden Fall hier vorbei am Stand von Afterworld. Bis später.
Leute, ich bin hier bei einem meiner absoluten Top-Titel auf der Gamescom 2026, Control Resonant. Ein direktes Sequel zu Control. Vielleicht erinnert ihr euch, ein Spiel, was einfach durch seine unfassbare visuelle Strahlkraft und das sehr überraschende Gameplay einfach so durchgebrochen ist in allem, dass die Leute wirklich lange über nichts anderes gesprochen haben. Und ich bin hier an dem Stand auf Euer getroffen. Euer, how are you doing? Oh wow, it's great to see you. I'm Yeah. doing super well. This is the best day of my life. And I have the feeling you have something to do with Remedy. You're wearing a Remedy t-shirt. You're here at the Control Resonant booth. Why? Well, actually, this is a pure coincidence. Yeah, I guess. Yeah. I happen to be the executive producer of Control Resonance. So Oh, what a coincidence indeed. Yeah. But just hanging around. Hanging around, like people from Remedy just casually hanging around. in Cologne. Absolutely. So this is Control Resonant. It's a direct sequel to Control. Why now? Why is the best time to release this game now after so much time? Actually, the best time is now because now it's ready. It's like it's these answers like it's ready when it's ready, right? Absolutely. So we have a new protagonist. And it's the brother of the protagonist, just for everyone out there, it's the brother of the protagonist from the first game. So there is a gap. How do you plan to basically engage with the audience from the first game and get them attracted to play the second game? Actually, our approach was that this is not to be seen as a direct sequel. You can hop into the game and have a massive, nice experience, even if you haven't played the first one. If you have, you know a lot of the lore, and of course, the story continues from where it's left. But absolutely, it's an awesome game, even if you don't know what happens in the first one. So how hard was it for you and the team to decide, okay, we want something new, we want something that is fresh, that looks great, but doesn't look too familiar, but also introduces some new mechanics and also a new protagonist. Like, how easy was it to sell it to, or how hard was it to sell it to the team? It was absolutely not easy, but not that hard either, because from the very start of when we started working on Control, we were planning to make it the world of Control, not tied to any single character. Like we have games like Max Payne and Alan Wake, we are tied to the characters. This was all about the world of Control. And had we made another game with Jesse as the protagonist, then it would have been Control, the Jesse Payden franchise. So we were kind of forced to do this, but also we wanted to tell the arc of the siblings rather than just a single character. So we're here in Cologne at Gamescom, and you have this wonderful booth here behind us. People can play the game. I was told it's like an hour of gameplay that they Absolutely, can experience. Wow, yeah. which is a lot, to be honest. But can you tell people your personal reason to come over and experience the game in person? Well, it's just a massively great game, and actually what we have there playable is the actual build, because the game is coming out pretty soon now, so it's all ready, and we are having the first hour of gameplay right from the start. So if you're afraid of spoilers and want to play the game later, you don't need to, because it's the start of the game anyway. So my personal reason, of course, is the game is awesome. Wow. And I would say we let people experience the game for themselves. We're not going to spoil anything now, but be ready. The game is coming out 24th of September. Absolutely. And yeah, I can't wait. Thank you very much for running into me, coincidentally. Yeah, Wow. Yeah, it's great. Leute, wenn ihr wüsstet, was hier los ist auf der Gamescom, und es ist ja noch relativ früh und ich sitze hier mit Miles und die Booth von The Witcher 3, also die ist ja heute ist in einer anderen Halle, aber es ist fast die meistbesuchte Booth überhaupt gerade schon. Und jetzt die Frage an dich, 10 Jahre nach dem Originalspiel, was macht es mit dir als Entwickler? Oh, so eine emotionale Frage direkt. Ja, wir gehen direkt rein. Und ich bin so weich gekocht durch das ganze Stehen und alles. Schön, so, okay. Sehr schön. Du Tränen? Ja, ich schon. Nee, also ist schwer zu fassen, ehrlich gesagt, weil also man denkt ja schon, es hat so einen Abklingeffekt, die Zeit auf so ein Spiel, ne? Und das ist bei Witcher
gar nicht der Fall. Und ich muss ja auch wirklich sagen, Witcher 3 war tatsächlich das erste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, was so jetzt rückblickend total insane ist. Ne? Aber du weißt ja nicht, während man das Spiel macht, also es gibt keinerlei Möglichkeit, das so als Entwickler vorherzusehen, wie erfolgreich das wird. Ne? Und dass es eben so eine Sache wird, die ja irgendwie so schon so eine Art Kulturgut da irgendwie in der Szene wird, ist absoluter Wahnsinn. Und dann jetzt irgendwie nach all den Jahren da so zurückzukehren und zu sehen, dass der Hype einfach noch total da ist, so, also ist absoluter Wahnsinn, ey. Würdest du sagen, das ist auch mehr oder weniger so ein bisschen die Begründung, warum man 10 Jahre nach dem Launch jetzt plötzlich noch eine Erweiterung macht, rausbringt und sagt, naja, wir hatten doch mal Bock. Also ich habe mich mal so mit so ranghöheren Mitgliedern des Studios so unterhalten und genau über diese Frage, und ich glaube, der Konsens war so ein bisschen so, warum nicht, ey? Es ist doch fett, lass doch so eine coole Sache machen. Aber es ist auch wirklich cool. Es macht nicht jeder. Da gibt es sehr viele Businessgründe irgendwie so dagegen. Aber für uns ist es halt einfach, die Leute haben Bock drauf, wir haben Bock drauf. Und wir hatten halt schon immer diesen Gedanken, also eine Story haben wir noch vergessen. Ja, so one last thing. Ja, genau. Und ich meine, Songs of the Past ist ja, es kommt jetzt nicht daher wie so von wegen, ach das ist jetzt hier so ein Add-on, das ist uns gerade noch so hinten runtergefallen, früher schon irgendwie hatten wir das, sondern es kommt ja wirklich rüber als eine komplett neue Geschichte. Wie war bisher so deine Wahrnehmung, wie haben die Leute das aufgenommen? Oh, ehrlich gesagt ist es für mich schwer einzuschätzen, weil ich halt so busy war, dass ich nicht wirklich auf Social Media oder so nachgucken konnte. Aber wir haben jetzt einige Präsentationen der Demo von Songs of the Past schon gegeben. Die passieren ja auch in gekürzter Form in dem Public-Bereich hier. Also kommt vorbei, wenn ihr noch nicht da seid und hier dagegen seid. Und soweit ist die Resonanz, also von den Leuten, die drin waren, echt sehr, sehr positiv. Und das ist super cool, weil man geht ja auch mit einer gewissen Sorge da rein, so, hey, wir machen das Fass jetzt nochmal auf, ne? Lohnt sich das? Ne? Finden die Leute das so? Und ich glaube, also wir kommen jetzt Gott sei Dank so die ersten Anzeichen, dass es cool ist. Ich meine, CD Projekt Red ist ja nicht nur bekannt dafür, dass sie das Fass wieder aufmachen, sie machen das sprichwörtliche Fass ja auch noch größer. Also ihr macht ja nicht nur sozusagen, da kommt ja nicht noch mehr, sondern da kommt ja auch das Originalspiel einfach noch schöner daher. Ja. So, und war das die erste Entscheidung, die getroffen wurde vor dem Add-on, oder war erst das Add-on da und dann hat man gesagt, na komm, dann lass doch einfach nochmal komplett overhaul? Nee, ich würde sagen, dass wahrscheinlich schon das Add-on eher da war. Die Idee dafür hatten wir schon vor vielen Jahren, so die Grundzüge des Ganzen. Ich hatte es ja auch bei der ONL auf der Bühne gesagt. Also es ist im Prinzip der Gedanke, dass wir hatten diese Geschichte, aber wir hatten nicht die Möglichkeit und Zeit vor allem, weil wir ja an so vielen anderen Projekten arbeiten, das eigenständig umzusetzen. Und jetzt haben wir halt ein bisschen Hilfe von den coolen Leuten von Fool's Theory bekommen. Und es sind nicht mal so einfach andere Leute, sondern einfach ein Großteil davon sind wirklich Leute, die an Witcher 3 damals gearbeitet haben. Also ich habe vorhin Interviews gegeben mit der Carolina, mit der habe ich zusammen an Witcher 3 noch gearbeitet. Das ist super, super cool. Ne? Und also dahingehend ist es schon einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Was war denn beim Remaster, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, die größte Herausforderung? Also The Witcher 3, wie du ja sagst, das ist ja für viele wirklich so ein Projekt mit viel Herzblut drin, ein Kulturgut für einige. Für andere ist es einfach schon fast eine Religion. Cosplay-Gemeinschaften gibt's, die Konzerte gibt's. Also die Musik löst ja bei vielen auch einfach Wahnsinn. Schon Emotionen aus. Was war denn da die größte Herausforderung, wenn ihr ein Remaster macht, dass man technisch modernisiert, ohne die Atmosphäre irgendwo einzubüßen? Ja, also das ist uns natürlich unheimlich wichtig. Ne? Wir sind uns da auch dieser Verantwortung bewusst, dass halt, sag mal, viele auch einfach zufrieden sind mit dem Spiel, wie es so ist. Ne? Und da jetzt irgendwie den Sprung zu schaffen, das so respektvoll zu erweitern, ist schon eine Sache, wo wir wirklich sehr, sehr viel Wert drauf legen. Aber ich glaube, das lässt sich insofern ganz cool machen, weil die technischen Erweiterungen, die wir machen, die, ich finde, die sind alle recht naheliegend. So Sachen wie, also dadurch, dass das Spiel schon immer einen relativ einzigartigen Artstyle hat, und ich glaube, das spricht so ein bisschen für diesen Ansatz, dass man nicht nur einfach auf Hyperrealismus geht, sondern einfach auch einen starken Stil für sich hat. Also es ist ja ein stilisiertes Spiel. Dadurch profitiert es irgendwie ganz stark, wenn man eben Sachen macht wie Raytracing hinzufügen und sowas. Ne? Also, und es ist auch nicht einfach nur so, dass wir so Sachen reinschmeißen und sagen, ey, jetzt ist das Feature da, sondern wir tweaken da doch recht viel. Ne? Und wenn wir das Gefühl haben, okay, es passt nicht so, dann müssen wir es halt irgendwie nochmal anpassen. Und letztendlich ist ein weiterer Schritt, wie wir das eben machen, ist zum Beispiel, dass viele der Änderungen, eigentlich fast alle meines Erachtens nach,
sind optional. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben das Kampfsystem komplett überarbeitet, neues Targeting-System, irgendwie Kamera wurde modifiziert, die Animationen sind verbessert oder so, es gibt neue Finisher. Die meisten Sachen davon lassen sich alle manuell an- und ausschalten. Das heißt, wenn man die alte Version einfach besser fand, weil es geschmacklich einem passt, kann man auch einfach wieder darauf zurückgreifen. Du sprichst ja da auch wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Gab es in Wild Hunt, Hearts of Stone oder auch Blood and Wine, gab es da irgendwas Erzählerisches oder alleine vom Gameplay her, was ihr da nicht ausprobieren konntet oder einfach nicht ausprobiert habt und was ihr jetzt machen könnt? Oh, also ich glaube, ein Punkt, bei dem man sehr viel sieht, dass das Spiel auch, dass die Zeit dass die Uhr sich weitergedreht hat, die Hardware besser geworden ist, so ist halt, wenn man sich speziell Songs of the Past anguckt, die Communities da sind deutlich detaillierter. Also es ist wirklich so, dass in Witcher 3 hat man halt Momente, wo man rumläuft und dann hört man mal ein paar NPCs, die sich irgendwie unterhalten und dann ist es aber schon so auffällig, weil das sind jetzt die sich unterhalten oder sowas. Ne? In Songs of the Past ist das fast an jeder Ecke, finden irgendwelche Gespräche statt, die irgendwie interessante kleine Lore haben oder Hinweise auf das Leben der Menschen da irgendwie geben. Also das hat einfach an Volumen und auch an Komplexität deutlich zugenommen. Die ganze, also mehr als sonst achten wir auf existierende Routieren und Infrastrukturen. Ne? Letten, darüber reden wir tatsächlich gar nicht so viel in den Bereichen, ist bekannt für ein Getränk, das heißt Brarok. Braggot. Und das ist so eine Art Fusion aus Honig und Bier. Und das klingt jetzt erstmal so nebensächlich, aber es spielt für die Leute in Letten eine riesige Rolle. Weil man für diesen Bieranbau braucht man Hopfen, es wird Honig überall angebaut und diese Infrastruktur, es ist für die, also das Hauptinfrastruktur der ganzen Dinge, es ist ein großes Exportgut und alle Leute arbeiten irgendwie an diesem Produkt und selbst die Monster, die wir da haben, wir zeigen die Schwärmer in der Demo als neues Monster, die sind nicht nur aus Spaß da, weil wir dieses Monster haben wollen, sondern es ist ein Monster, das speziell es auf Honig abgesehen hat. Und da zeigt sich halt, wie wir halt so denken, dass wir halt in Ökosystemen und Infrastrukturen denken, wenn wir eben solche Sachen einbauen. Und davon hat man in Songs of the Past eben sehr viel mehr noch. Okay. Ja. Ich meine, eins kann man euch nicht vorwerfen, dass euch sozusagen irgendwo auch die kulturellen Hintergründe nicht irgendwo noch am Herzen liegen würden, weil das, was du gerade beschreibst, ist ja exakt das, dass Leute dazu Parallelen in ihren eigenen Kulturen finden. Also Polen hat ja nicht ohne Grund sowohl die Buchreihe als auch die Spiele als Kulturgut bezeichnet. Ja. Also das kann man ja auch zugeben. Wir haben so den ein oder anderen Elefanten im Raum stehen und natürlich mit Geralt bekommt Songs of the Past, wir sagen jetzt erstmal so mehr oder weniger seinen Schwanengesang oder kommt nochmal ins Rampenlicht, so ist glaube ich besser, während Ciri so ein bisschen die Zukunft der Hauptspielreihe schon repräsentiert. Wie denkt ihr im Studio darüber, also grundsätzlich über diesen Übergang zwischen zwei Generationen vom Witcher? Also erstmal ist es für uns ein echt schöner Moment, weil der ja schon so, also für alle Leute, die Fans sind, ist es ja a long time coming so, ne? Wir sind uns definitiv der Stellung von, ich sag mal, Songs of the Past als dieses Zwischenstück irgendwie bewusst, also und sehen das auch als, ich sag mal, der Geralts letzte Story, bevor es Zeit ist, eben die Fackel an Ciri weiterzureichen, ne? Und ich denke mal auch, dass, aber in dem Kontext ist es eben so, dass es halt voll und ganz auch Geralts Story ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie, so ein Bait-and-Switch ist, nach 10 Minuten spielst du Ciri und es ist jetzt irgendwie so, da muss ich Leute enttäuschen, ne? Es ist halt rein Geralts Story, aber mal gucken. Right. Ohne jetzt im Grunde genommen irgendwas zu The Witcher 4 verraten zu müssen, was habt ihr aus den über jetzt ja wirklich schon 10 Jahren The Witcher 3 irgendwie gelernt, dass das heute beeinflusst, wie ihr neue Welten und Quests und Geschichten für die Zukunft von The Witcher irgendwie formt und entwickelt? Das ist eine sehr coole Frage, vor allem auch, weil es geht tatsächlich da ein bisschen auch über Witcher hinaus. Ne? Wir haben ja zwischendrin auch Cyberpunk gemacht, Expansions und sowas und all diese Projekte sind für uns Experience Points, die eben in die Entwicklung zukünftiger Projekte gehen sollen. Ich bin jetzt seit 13 Jahren, ich gehe jetzt in mein 14. Jahr mit dabei, also habe diese ganzen Sachen auch alle mitgenommen und natürlich wird man so ein bisschen schlauer. Ne? Wir gehen ganz anders ran, wenn wir Open World gestalten als damals. Also man muss es wirklich sagen, damals
vieles, was wir mit der Open World von Witcher 3 gemacht haben, war halt so auch ein gutes Bauchgefühl, ne? Weil das Studio hatte vorher nie eine Open World gemacht. Ne? Und es ist halt, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie das große Menge an totalen Experten an Open World da hatten, sondern es war einfach das Level-Design-Team. Ich war einer der ersten Level-Designer und es war echt so auf so gut Glück, mehr oder weniger. Ne? Wir haben natürlich viel experimentiert und sind auch viel falsch abgebogen und so und mussten viel verbessern. Und dann haben wir es mit Cyberpunk eben noch ein bisschen besser gemacht. Und das ist eben eine Sache, die uns wieder auch bei zukünftigen Projekten beflügelt. Und es ist auch Erfahrungen, die wir dann eben an die Leute von Fool's Theory, die hauptsächlich an Songs of the Past arbeiten, weitergeben und mit denen teilen. Und nichtsdestotrotz haben viele an denen ja auch an Witcher gearbeitet. Ja. Du, Miles, eine Sache noch. Was ist so das eine, was du der Community, gerade hier so auf der Gamescom, die jetzt anstehen werden, die nächsten Tage am Stand, was willst du denen mitgeben oder was willst du denen sagen, so nach den letzten, du hast jetzt gerade gesagt 13 Jahren, sagen wir jetzt die letzten 10 Jahre, die The Witcher schon draußen ist. Was ist so deine Botschaft? Also, ja, erstmal ganz praktisch, für die Leute, die wirklich anstehen, vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet uns die Welt, wirklich. Ich weiß, dass es sehr anstrengend ist, sich da irgendwie mehrere Stunden oder was weiß ich, wie lange irgendwie eine Schlange zu stellen hier und es ehrt uns wirklich, dass die Leute das machen. So, danke dafür. Ich hoffe, dass was ihr dafür bekommt, ihr das Gefühl habt, dass es das wert war. Und ganz generell, an die Leute, die jetzt vor allem schon lange mit dabei sind und auch die uns sowohl in den guten Zeiten als auch in den schlechten Zeiten so immer unterstützt haben. Vielen, vielen lieben Dank. Also es ist wirklich, ohne euch wäre es nicht möglich und für euch machen wir es ja letztendlich. Ja. Miles, vielen Dank auch an dich, dass du hier warst. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen und noch mehr haben wir für euch vorbereitet. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis später. Leute, ich sitze hier neben einem Urgestein der Gaming-Branche, Chris Hülsbeck. Und es ist sehr selten, dass ich neben jemandem sitze, das ist meine 17. Gamescom, der noch länger dabei ist. Man kann ja schon fast sagen, so 40 Jahre, stimmt das in etwa? Ja, das habe ich ja jetzt, mein 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Nicht bei der Gamescom, die gibt es da noch nicht so lange, aber ich war da schon in 1991 und so auf Amiga-Messen unterwegs und habe da schon so meine CDs angeboten und so. Ne? Ja. Und Chris, ich meine, eigentlich brauchst du gar keine Introduction, aber wir sprechen ja ganz oft mit Entwicklern und wir haben Designer und irgendwelche Art Director. Aber mit Chris sprechen wir jetzt, weil er einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Komponist im Videospielmetier ist. Jetzt muss ich erst mal fragen, gibt es für dich eigentlich überhaupt noch eine Messe oder überhaupt noch irgendwas, was dich als Komponist und gerade so im heutigen Zeitalter, was dich überhaupt noch abholt? Ja, ich würde gerne mal nach Japan gehen, zu einem der Shows, die es da so gibt, weil Japan war ich noch nie. Aber ansonsten, was mich besonders freut, ist, dass halt Retro wieder in ist. Gut, dass du das sagst, weil das war nämlich direkt mein erstes. Wir gucken ja hier auf Turrican 1, 2 und so weiter. Gianna Sisters ist allen Leuten ein Begriff. Also wem es nicht ein Begriff ist, bitte direkt nachschlagen. Aber du sagst jetzt gerade schon so Retro. Und der Eindruck ist ja, Retro ist wieder am Kommen. Das ist wieder sowas, die Retro-Area hier auf der Gamescom ist eine der beliebtesten. Hier siehst du teilweise Leute, die siehst du in den anderen Areas nicht. Ja. Die kümmern sich wirklich nur um diese Retro-Area. Warum ist es so? Also wie würdest du das begründen? Ich glaube, die frühen Spiele waren einfach ein bisschen simpler zu verstehen und man kann sich einfach mal hinsetzen und entspannen und muss da jetzt nicht irgendwie Tage oder Wochen investieren, um jetzt weiterzukommen im Spiel, sondern man setzt sich einfach hin und hat Spaß. Und jetzt sind ja hier sind ja verschiedene Spielstationen aufgebaut. Wir haben das schon gesehen. Teilweise wirklich, ich will nicht sagen, aus der Vergangenheit, Systeme aus der Vergangenheit, weil viele Leute stürzen sich natürlich auf die neuen Konsolen, ist ganz klar. Aber ist das so ein wholesome, so eine Zeit, wo du dich auch gerne zurückerinnerst, wie du auch gearbeitet hast? Ja klar, ich meine, das hatte seinen eigenen Charme auch, ne? So diese alten Systeme, die hatten auch Limitierungen mit Soundchips und Samples und was weiß ich nicht alles, aber dadurch, zum Beispiel bei Musik auch, war es halt irgendwie ein besonderer Stil, der da rauskam. Ja. Also gerade so C64-Musik zum Beispiel, da gibt es immer noch Tausende von Fans, die das mögen und dann sogar teilweise in der Szene so neue Sachen machen. Ja.
Und du hast schon gerade C64, Amiga genauso, ne? Ja, genau. Da sprechen wir ja von technischen Limitierungen, die zu dem Charme dazugehören, wenn man einen Soundtrack komponiert. Und würdest du eventuell, also ich sage mir immer, dass exakt diese Grenzen im Grunde genommen auch vielleicht so für Entwickler und Komponisten das kreativer gemacht haben oder sie gezwungen haben, kreativer zu arbeiten? Ganz genau. Also damals natürlich hat man immer geschaut, oh, was kann das nächste System? Können wir da noch mehr Stimmen rausholen oder mehr Speicherplatz und dies und das? Aber jetzt, wo halt alles geht, wo man im Prinzip Musik im Studio produziert oder auch Orchester aufnimmt und so weiter, da wünscht man sich dann halt an das Simple zurück. Ne? Das Melodie, Begleitung, ein paar Drums und einen Bass. Und dann hat man da eine coole Sache, die einem im Gehör bleibt und so. Und das hat halt seinen eigenen Charme. Und würdest du sagen, wenn wir jetzt auf die Games so 8-Bit, 16-Bit-Ära gucken, haben die vielleicht irgendwas besser gemacht als die modernen Spiele in dem Kontext? Nee, aber das war halt eben einfach, wie sagt man das, berührbarer. Für jemand, der jetzt auch zum Beispiel dann einen Heimcomputer besessen hat, der hat vielleicht selber auch irgendwie mal was probiert, ein bisschen so ein Basic programmieren oder sonst was. Und da hatte man halt einen direkteren Bezug zu, während heutzutage mit modernen Computern, Systemen oder sogar dem Handy, wo man da Apps runterladen kann ohne Ende und dann ist im Prinzip, es gibt alles, aber man verliert sich halt da drin, während das damals halt wirklich sowas Besonderes war. So. Ist es eventuell der gleiche Grund, warum solche Melodien, ich meine, das sind ja tatsächlich so Schlüsselmelodien, die viele Leute einfach im Kopf haben. Da hören sie so die ersten 2-3 Sekunden und wissen sofort, wo es her ist. Ja, genau. Janis ist das angesprochen. Genau, Janis ist das Torikan. Da sprechen wir wirklich von Melodien, die Leute sofort zuordnen können. Genau, ja. Ist es eventuell auch der gleiche Grund, warum Melodien zu diesen Spielen halt wirklich einfach, selbst 40 Jahre später noch so gut funktionieren? Weil die ja auch wirklich wegen dieser Limitierung so reduziert waren auf das Wesentliche und dann musste man sich halt wirklich darauf einschießen, dass die Melodie was Besonderes ist, weil man konnte es ja nicht ausschmücken mit 100 Instrumenten oder so, sondern es musste halt wirklich, die Tonfolge musste perfekt sein, damit es halt im Gehör bleibt. Du hast ja mal diese eingängigen Melodien, nennen wir sie jetzt mal, genau, ja mal so als dein Markenzeichen benutzt. Genau. Also das ist ja wirklich das, wo Leute wissen, okay, Turikan, Melodie und Chris. Das gehört ja schon zusammen. Wie arbeitest du denn heute? Hat sich irgendwas an deiner Arbeitsweise, 40 Jahre, sagen wir jetzt mal 40 Jahre im Business, hat sich an der Arbeitsweise irgendwas verändert? Ja, also wenn ich ein modernes Spiel vertone, kann ich natürlich jetzt auch wirklich beliebig viele Instrumente benutzen und so weiter und das als wie eine Studioproduktion behandeln. Aber oftmals, wenn ich dann anfange, setze ich mich immer noch hin mit nur einem Klaviersound und spiele dann einfach nur mit der linken Hand so Bass ein bisschen und mit der rechten Hand eine Melodie, um so das wieder einzufangen, dass man halt das ist ja, wie du sagst, mein Markenzeichen, eine eingängige Melodie zu finden. Ja. Und wenn du wir haben ja am Anfang schon über diese sagen wir jetzt mal Retrowelle, ja, diese Retrowelle gesprochen. Wenn du dir die anschaust, wo liegt für dich die Grenze zwischen einem authentischen Retro-Spiel und einem modernen Spiel, das nur so, sage ich jetzt mal, nur so aussehen in die Richtung geht. Ja, in die Richtung geht, genau. Naja gut, ich meine, ist natürlich auch super viel Nostalgie dabei, weil man jetzt ein Spiel, was man selber als jüngerer Spieler gespielt hat, wenn man das wiedererlebt nach vielen Jahren, dann hat man da natürlich die ganzen Gefühle, die wiederkommen aus der Zeit auch. Aber es ist auch interessant, Spiele zu machen, die halt den Stil einfangen von einem Retro-Spiel und dann aber was Neues daraus zu stricken. Also das ist auch interessant. Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe jetzt gerade wieder ein Amiga-Spiel vertont, was sogar auf einem Amiga 500 läuft. Das habe ich hier sogar. Das Kabumania ist ein Bomberman-Klon und das ist ein Indie-Entwickler, der Fancy Factory, der wollte halt immer mal mit mir zusammenarbeiten und dann sind wir uns einig geworden und dann habe ich 7 neue Musikstücke dafür gemacht und die laufen auch auf dem Amiga. Nice. Ich denke immer so darüber nach, Leute, die so lange schon dabei sind. Was ist dein Rat an, sagen wir jetzt mal, Komponisten, Sounddesigner, die jetzt gerade in die Industrie kommen,
sagen wir mal so, ganz frisch dabei sind, die noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen. Was wäre jetzt dein Rat in die Branche? Also heutzutage mit moderner Spielemusik würde ich empfehlen, schon eine Musikausbildung zu machen oder auch zu studieren, wie man eben zum Beispiel vielleicht eine Orchesterpartitur macht und so weiter. Aber auf jeden Fall vielleicht auch sich ansehen, wie die Spiele damals gemacht wurden oder vielleicht mit Trackern auch ein bisschen rumzuprobieren. Moderne Produktionstechniken zu lernen und so weiter und dann natürlich aber auch Networking, also dass man halt wirklich auf die Gamescom geht. Auf die Gamescom geht, auf Game Developer Conferences geht und wirklich die Teams auch kennenlernen und die jungen Teams, die auch kommen, also Indie-Entwickler, ganz wichtig kennenlernen und mit denen zusammenarbeiten und dadurch halt so stetig halt eine Karriere aufzubauen. Ja. So würde ich das machen. Ist, glaube ich, ein sehr guter Rat. Ja. Gutes Schlusswort auch. Vielen Dank, Chris. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dich zu treffen. Und ja, für viel mehr noch dazu, bleibt dran. Ciao. Auf der Gamescom alleine unterwegs zu sein, das geht natürlich gar nicht. Ich brauche einen kleinen Kompagnon für mich und zwar den hier. Miami. Das ist SK aus Clair Obscure Expedition 33 und den gibt es im offiziellen IGN Merchandise Store Europe. Und da könnt ihr euch den schon mal vorbestellen. Er ist wirklich unglaublich fluffy und er ist immer wee und manchmal ist er woo und ich habe ihn sehr lieb. Wir sind hier in der Merch-Halle und hinter mir rastet Sailor Saturn, Sailor Moon, Sailor Sebastian rastet aus. Und das kann ich gut nachvollziehen, denn hier gibt es wirklich alles. Figurines, coole Waffen, geile T-Shirts. Wir zeigen es euch einfach, ihr müsst euch davon selber überzeugen. Mann, Sebastian, komm her. Solltrank! Nein, das zeigen wir nicht im Detail. Obwohl ich es ganz cute finde. Und wo sind denn eigentlich die Boys? Ja, geil. Wollen wir hier wieder stehen vor den nackten Leuten und anmoderieren? Das fände ich toll. Nee. Warum aber nicht? ich frage mich gerade, wo sind die Boys? Ja, stimmt. Ich sehe nur die Girls. Stimmt, das haben wir doch aus letztem Jahr gelernt. Die nackten Also Boys. immer noch keine Boys dabei. Ja. Dann ist das für mich ja auch kein, also ist kein Deal einfach. Dann gehe ich jetzt auch weg. Finde ich auch. Ah, hier, guck. Ach mein Ist Gott. ein Essential eigentlich Ach mein auch. Gott. Hier, schau doch. Ich schau. Perfekt. Wir machen hier schnell wie bei Mareike Amado in der Mini-Playback-Show. Ja. Machen wir schnell das Zauberkugelgeräusch. So hast du den ganzen Tag schon aus, oder nicht? Kann man machen, oder? So ein bisschen? Oder ist auch ein bisschen eng. Eigentlich ist es ganz geil. Ich bin auch innerlich ein Gengar. Überrascht die wenigsten. Gengar Loki ist eigentlich voll der korrekte Typ so. Gengar chillt immer mit allen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in die Zauberkugel, komme gleich wieder. Und dann schauen wir mal, was noch so geht. Ja, also manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man nicht ganz weiß, wie man sich heutzutage so fühlt. Ne? Ich kann auch sagen, manchmal bin ich eher mental so bei Patrick. Ja, fairerweise Gary genau das Gleiche. Also ja, manchmal so, manchmal so. Manchmal geht es mir so wie Shiggy und ich fühle mich einfach so, liege ich so auf meinem Panzer einfach auf dem Rücken und weiß nicht, wie ich hochkomme. Oder ja, Bisasam, No-Brainer. Ja, heute geht es mir eher so. Mir fehlt nur noch der Schmetterling auf der Nase. Aber den suche ich jetzt. Ich kann dir gleich mal einen Klamottenladen zeigen. Nicht immer so abgelenkt sein. Aber ich will shoppen. Ja. Ich zeig dir gleich mal hier den Klamottenladen, den finde ich ganz geil. Schau mal hier. Aha. Ist alles lizenziert, so Cyberpunk, The Witcher. Okay, low-key. Sind schon richtig Cyberpunk, hübsche Sachen das ist dabei. pretty, das ist pretty. Ich kann dir auch zeigen, welches T-Shirt ich mir gestern gegönnt habe. Ja, was hast du dir gestern gegönnt eigentlich? Dieses hier, Ah ja. weil Sie sehen, das hat so Absätze, das ist so abgesetzt Raglan-Look. Und worauf ich immer stehe, ist hinten eine rote Leiste. Das ist immer wichtig. Bei deinem Rücken würde ich das auch so machen. Ne? Yeah, very cute. I love it. Sebastian, Für dich immer noch Sailor Sebastian, okay? okay.
Zeller Sebastian zu Kino, wir müssen los, der Müssen wir- Livestream geht doch weiter. Die Anne sitzt im Studio und wartet, komm jetzt bitte. I think I will take it for the live stream. Yeah, Ach, okay. ab geht's. Leute, ich weiß, es ist traurig, aber unsere Coverage für heute ist leider vorbei. Die gute Nachricht ist, morgen sind wir wieder da und haben ganz, ganz spannende Themen, wie zum Beispiel Star Wars Galactic Racer, Final Fantasy VII, Revelation und Klatsch. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Das war's von meiner Seite. Bis morgen.
Spielen.